Herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Vor kurzem sagte ich in einem meiner Videos folgenden Satz. In der Welt von Dog Special bekommt man es hauptsächlich mit Hunden zu tun, welche ein gewisses Rückgrat ihrer Besitzer erfordern. Schauen Sie, ich poltere solche Ansagen nicht nur einfach so raus. Diese Sätze haben alle Gründe, basieren auf Erfahrungen, auf Erlebnissen. Vor wenigen Tagen erreichte mich eine E-Mail eines meiner Zuseher, eine sehr lange E-Mail, in welcher mir ein äußerst höflicher Besitzer eines Listenhundes von seinen Sorgen und Schwierigkeiten berichtete. Ich bekam darin Dinge zu lesen, welche mir sehr vertraut sind. Und diese Nachricht, die bewegte mich dann dazu, dieses Video heute zu drehen. Denn ich weiß, dass man als Besitzer bestimmter Hunderassen einen breiten Rücken benötigt. Deswegen meine Frage an Sie. Ist Ihr Rücken breit genug dafür? Sehen wir uns das mal an. Also bis gleich. Nun, diese Nachricht war weniger eine Bitte um Hilfe, denn die könnte ich sowieso nicht leisten, das liegt nicht in meiner Macht. Diese Mail war eher in der Abteilung, es tut mir gut, wenn ich mein Herz ausschütten kann zu Hause. Verstehen Sie, was ich meine? Ein junger Mann, der alles für seinen Miniatur-Bull-Terrier tun würde, nur damit es ihm gut geht. Ein Mann, der vor nicht langer Zeit von seiner Wohnung auszog, um mit seinem Hund friedlich leben zu können, der hat mir diese Nachricht geschrieben. Denn einige Anrainer seines ehemaligen Wohnortes, die verwehrten ihm dieses friedliche Leben mit seinem Hund. Dieser Hund hat niemals jemandem irgendetwas getan. Seine Schuld liegt einzig und allein darin, als Bull-Terrier zur Welt gekommen zu sein. Ja, dem Besitzer wurden Drohungen in verschiedenster Form an die Eingangstür geklebt. Es wurde ihm persönlich gedroht und die Vergiftung seines Hundes vorhergesagt, wenn er nicht von dort auszieht. Das ist ein Mann, welcher sich seiner Haut zu wehren weiß, aber über genügend Vernunft verfügt, um zu wissen, dass Eskalation in diesem Fall zu seinem Nachteil führt. Immer in Sorge um seine Mutter und seinem Hund, welche beide darunter leiden würden, wenn das Ganze aus dem Ruder läuft. Und somit beschloss er, von dort wegzuziehen. Aufgrund schlechter Erfahrung als Besitzer eines Bull-Terriers hat er sich angewöhnt, täglich zwischen 2 und 3 Uhr morgens aufzustehen mit seinem Hund und ausgerüstet mit Stirnlampe Wandergebiete zu besuchen, wo er niemanden stören kann. Und auch selbst Ruhe von Menschen mit Vorurteilen hat. Leider leidet sein Hund aktuell an einer Patellaluxation, also einer herausspringenden Kniescheibe, welche bald operiert wird. Das ist ein Grund, weshalb er aktuell den Kontakt mit anderen Hunden eher meidet, um diese Verletzung nicht noch schlimmer werden zu lassen. Ja, in seinem neuen Zuhause waren ihm bis jetzt Probleme wie in seinem alten erspart geblieben. Bis jetzt. Denn einen Tag bevor er mir diese Nachricht geschickt hat, war er mit seinem Hund am Feld unterwegs und traf auf einen dort lebenden Herrn im Besitz eines Rüden, der einer sehr beliebten Jagd- und Begleithunderasse angehört. Dieser Hund stürmte freilaufend auf den gesicherten Bull-Terrier zu und wollte ihn attackieren. Ja, er hinterlief den jungen Mann, den Besitzer des Bullis, weil diese "Ich halte meinen Hund in solch einem Fall hinter mir, damit nichts geschieht" Technik, die Sie so oft von Profis im Internet zu hören bekommen, in der Praxis nur selten funktioniert. Ja, und dieser heranstürmende Rüde versuchte somit auf den mit dem Knie gehandicapten kleinen Kraftzwerg loszugehen. Ja, der Besitzer trat gegen diesen
Angreifer wollte den verletzten Bulli schützen und selbstverständlich eine Beißerei verhindern. Ja, der Angreifer ließ sich davon beeindrucken und hielt ein. Doch dann kam sein Besitzer zum Zug. Er sei der Sohn einer Prostituierten, hörte der Bulli-Besitzer, wurde mit dem Abstechen und dem Einschreiten der Polizei bedroht. Und das sind zwei Aussagen, die sich etwas aneinander reiben, möchte ich behaupten. Aber in Rage gekommen kann man schon wirres Zeug von sich geben, oder? Ja. Er hätte mit solch einem Hund hier nichts verloren und er will ihn hier nicht mehr sehen, sagte dieser Herr zu dem Bulli-Besitzer. Ja, nachdem sich der Staub dann etwas gelegt hatte, das war eine ziemlich hartnäckige Geschichte, ging der junge Bulli-Besitzer auf kürzesten Weg zurück zu seinem Auto, um dort wegzukommen. Doch der andere Hundebesitzer hatte da etwas dagegen, ja, und ließ nicht locker, verfolgte ihn bis zum Auto. Dort angekommen nahm er den Streit dann wieder auf und fotografierte das Fahrzeug des Bulli-Besitzers. Ja. Nach unzähligen Aufforderungen, mit den Drohungen und Beleidigungen aufzuhören, verlor der junge Mann schließlich seine Geduld und machte dem hartnäckig aggressiven Herrn den Vorschlag, das Ganze wie Männer zu klären, nachdem er seinen Bullterrier im Auto in Sicherheit gebracht hat. Doch das wurde von dem anderen Hundebesitzer abgelehnt. Welche Überraschung. Nun, nach etwa 3 Jahren Frieden haben den Besitzer des Miniatur-Bullterriers wieder die alten Dämonen eingeholt und er findet sich erneut einem Feind gegenüber, nur weil er einen Bullterrier liebt. Ja, liebe Zuseher, ich sage Ihnen was. Einem meiner Freunde wurde der Zutritt zu einem Gastgarten verwehrt, weil er einen American Staffordshire Terrier an der Leine führte. Obwohl er klar erkennen konnte, dass im Garten dieses Heurigen 2 Hunde von Gästen anwesend waren. In der Gegend, in der ich aufwuchs, lebte ein weißer Standard-Bullterrier namens Artus. Dieser Hund tat niemandem was. Sein einziges Verbrechen lag darin, dass er ein Bullterrier war. Oh, es gab noch ein zweites, denn er vertrug sich nicht mit anderen Rüden. So wie es jeder zweite andere Rüde auch nicht tut. Wir hatten bei uns in der Gegend einen Collie namens Prinz. Das war ein Streuner. Die Besitzerin dieses Hundes hatte die Angewohnheit, die Tür aufzumachen, dem Hund zu sagen, Prinz, geh Gassi und komm irgendwann mal wieder nach Hause. Dieser Hund zog hier und da mal Schrammen mit nach Hause, weil er in Hunde hineinkrachte, ja, die das nicht so toll fanden. Der traf auch mal auf Artus. Da kam es ebenfalls zu einem Kampf und Artus verletzte ihn schwer am Vorderlauf, brach ihm diesen. Einige von Ihnen werden ähnliche Geschichten vielleicht schon mal erlebt haben. Ich habe das mit meinem Hund Attila. Ich weiß, wie das ist, wenn Knochen gebrochen werden bei einem Hundekampf. Wie erbärmlich, wie erschütternd Hunde da zu schreien beginnen. Ja, das Ganze wurde damals von mehreren Zeugen gesehen, die sich in diesem Moment, welche in diesem Moment selbstverständlich völlig schockiert waren. Die Geräuschkulisse. Das ganze Szenario fürchterlich. Ja. Ja, das sprach sich in der Gegend herum und der Hund wurde sofort als Planetenfresser, als Weltenzerstörer, als ein Wesen, das ihnen die Seele raubt, wenn er ihnen in die Augen blickt, bezeichnet. Der Hund war vom Fleck weg ein Killer. Der hat niemandem etwas getan. Er vertrug sich mit anderen Rüden nicht. Ich war schon immer von diesem Hund beeindruckt und suchte immer den Kontakt mit ihm. Er wurde mein Freund, einer meiner besten Freunde, Hundefreunde damals. Wenn er mich sah, begann er hysterisch vor Freude zu schreien. Viele Bullterrier-Besitzer wissen, von welchem Geräusch ich jetzt hier spreche. Wenn Bullterrier, speziell Standard-Bullterrier, überschwängliche Freude zeigen, zum Ausdruck bringen, dann geben die häufig Geräusche von sich, die nicht mehr viel mit Bellen zu tun haben. Das tat auch Artus. Die Fenster gingen auf, die Leute sahen hinunter und packten es nicht, dass ich mit diesem Planetenzerstörer, mit diesem Weltenfresser so lieb spielte. Ja, denn das war ja ein Killer. Das war ein Seelenräuber, der Hund. Nein, es war ein Bullterrier, der niemandem etwas tat, sich einzig und allein mit anderen Rüden nicht vertrug. Aber es war nun mal ein Bullterrier. In den frühen 90ern war ich mit meinem American Pitbull Terrier Attila auf der Donauinsel baden. Meine Begleitung und ich gingen baden und mein Hund ging baden. Etwa 15 Meter neben uns war ebenfalls ein Paar,
Die hatten eine Magier-Wischler-Hündin, eine sehr nette, mit welcher mein Pitbull 10 Minuten davor gute 15 Minuten gespielt hat, herumgedolt ist. Mit Hündinnen hatte er ja überhaupt kein Problem. Sonst waren wir relativ alleine dort, bis auf einige Badegäste 20, 30 Meter weiter. Ja, nach einiger Zeit taten wir Pärchen beide unser eigenes Ding. Die schickten ihre Hündin ins Wasser und wir schickten unseren Rüden ins Wasser. Ein toller Tag gewesen. Nach einiger Zeit stapfte völlig erbost und aggressiv auftretend ein recht großer Mann auf mich zu und gab mir den Befehl, meinen Hund sofort an die Leine zu nehmen, denn das wäre ein Kampfhund und er stellt eine Gefahr für die Umgebung dar. Nun, ich habe etwas Abneigung zu mir gegenüber ausgesprochenen Befehlen. Beim Bundesheer konnte man mir befehlen und ich nahm natürlich auch Anweisungen meiner Vorgesetzten auf meinen Arbeitsstätten entgegen. Doch sonst bin ich da etwas, wie soll ich sagen, eher negativ eingestellt gegenüber mir ausgesprochenen Befehlen von anderen Privatpersonen. Ja. Das war ich auch in diesem Moment. Gab diesen Herrn noch völlig entspannt und ruhig zu verstehen, dass ich meinen Hund nicht an die Leine nehmen werde und schon gar nicht, wenn er das in diesem Tonfall von mir fordert und weshalb er das Pärchen neben mir nicht fragt, warum die ihren Magier-Wischl nicht auf die Leine nehmen. Er wurde immer aggressiver und aggressiver und meinte, Verzeihung, dieser Hund ist nicht gefährlich. Meiner schon. Das Ganze eskalierte. Ich wurde tatsächlich von diesem Mann, der ein Hühner war, tätlich angegriffen, setzte mich zur Wehr und dieser Tag kostete mir damals einen Riesenbatzen Geld, an dem ich lange zu kauen hatte. Glauben Sie mir das? Ja. Mein Hund tat niemandem dort was. Er ging einfach nur baden, aber er stellte den Angehörigen einer Bullterrier-Rasse dar und das genügte schon. Ja. Schauen Sie, die negative Einstellung diesen Hunden gegenüber, die haben wir den Rassehype und dem damit verbundenen Fakt der nicht geeigneten Hundehalter zu verdanken. Und natürlich den Medien, welche die Ansichten der Bevölkerung steuern. Ganz besonders dann, wenn es um Berichterstattungen von Themen geht, in welchen die Leser oder Zuseher über kein fundiertes Wissen zum Thema verfügen. Schauen Sie, zum Thema Kynologie, zum Thema Hund kann mich kein Medienkörper dieses Planeten manipulieren. Dazu bin ich viel zu sattelfest. Ja. Zum Thema Agrarwirtschaft höchstwahrscheinlich aber schon. Sie wissen genau, was ich damit ausdrücken möchte. Es ist noch nicht lange her, da war ich mit Vito hinten am Feld unterwegs. Da traf ich eine Besitzerin einer französischen Bulldog-Hündin und einer weißen Standard-Bull-Terrier-Hündin. Das waren zwei absolute Zuckermäuschen, alle beide. Höchst freundlich und Vito gegenüber spielbereit. Wir unterhielten uns einige Zeit und zogen danach von dannen. Tolle Begegnung war das. Etwa 1 Kilometer weiter traf ich dann auf eine Frau im Besitz eines Golden Retriever Mädchens. Ja, auch hier wurde kurz Kontakt geknüpft und unsere Hunde sagten sich guten Tag. Alles gut. Sie meinte dann in diesem Gespräch, ob ich auch auf diese beiden Kampfhunde getroffen wäre. Kampfhunde, fragte ich. Sie meinen das Frenchie und das Bully-Mädchen? Worauf sie antwortete, sie wüsste nicht, welche Rassen das waren. Aber sie glaube, der Weiße war so ein Pitbull, denn der hatte einen Kampfkopf. Ja. Muss ich Ihnen noch etwas sagen? Na, ich glaube nicht. Ich möchte Ihnen jetzt ganz kurz mal eine persönliche Meinung zu diesem Thema präsentieren, bei welcher ich aus dem Stegreif rausplaudere, mir nichts niedergeschrieben habe und wo ich weiß, dass ich wahnsinnig konzentriert dabei sein muss, um das Ganze so rüberzubringen, dass mich niemand falsch versteht. Ich glaube nicht, dass diese Furcht, dieses Ziel Bullterrier Molosser, welches sie häufig für die Medienkörper darstellen, daraus resultiert, weil diese Hunde Menschen gegenüber so gefährlich sind. Das glaube ich nicht. Ja? Lieber Zuseher, ich sage Ihnen was. Wenn ich mit Vito unterwegs bin, wäre es einer meiner größten Albträume, auf einen streunenden, nicht verträglichen American Staffordshire Terrier, American Pitbull Terrier, Bull Terrier
Dogo Argentino oder Presa Canario etc. zutreffen. Ich möchte Ihnen auch erklären, warum das so ist. Ich weiß, was mein Hund kann. Ich weiß, dass mein Hund sehr wehrhaft ist. Mein Hund ist, auch wenn das nicht schön ist, was ich jetzt sage, aber ich spreche hier aus Erfahrung, ein sehr geschickter und effektiver Fighter. Ja. Wenn es darum geht, sich seiner Haut zu erwehren. Er ist sehr schnell, sehr beweglich, ähnlich unterwegs wie ein Malinois. Und er hat im Vergleich zu seinem recht schlanken Kopf riesige Zähne, Fangzähne, Kaniden. Ja. Also, er kann sich zur Wehr setzen. Doch ich war leider schon häufig Zeuge, wenn gewisse Hunderassen in einen Kampf gerieten, und ich möchte behaupten, und davon bin ich überzeugt, hier kann mich niemand vom Gegenteil überzeugen, ich habe das leider schon zu oft miterlebt. Bull Terrier in allen ihren Erscheinungsformen, einige Molosser-Rassen wie Dogo Argentino, Presa Canario, Dogo Canario, auch einige andere Molosser-Rassen, American Bulldogs und so weiter, weisen im Falle eines Konfliktes mit einem Artgenossen den schrecklichsten Kampfstil aller Hunderassen vor. Ich weiß, dass das so ist. Die meisten Hunde, die in einen Konflikt miteinander geraten, die meisten, es gibt natürlich Ausnahmen auch bei den anderen Hunderassen, doch die meisten tackern beim Kampf. Natürlich verletzen die sich ebenfalls untereinander, manchmal auch schwer, gar keine Frage. Doch Sie wissen, was ich mit tackern meine. Die setzen eine Vielzahl an Griffen im Kampf an, verbeißen sich eher selten und das ist eine ganz wichtige Sache, sie akzeptieren zumeist die Aufgabe ihres Gegners. Ja. Bei den Bullterriern, bei vielen Packerrassen wie Dogo Argentino, Presa Canario, American Bulldog ist das häufig anders. Diese Hunde beginnen zumeist zu tackern, setzen dann einen Griff an und wenn sie der Meinung sind, dass der Griff optimal ist, lassen sie den nicht mehr aus, beginnen enorm heftig zu schütteln und brechen häufig damit Knochen. Der nächste Fakt ist, dass viele dieser Hunde, wenn sie sich in diesem Konflikttunnel drinnen befinden, die Aufgabe ihres Kontrahenten nicht akzeptieren und den Kampf weiter fortsetzen, obwohl dieser Hund sich schon ergibt. Das ist meine Meinung. Hier spreche ich aus Erfahrung. Ich habe das gesehen. Ich weiß, dass das häufig so ist. Es mag den einen oder anderen Bull Terrier, egal welche Rasse er auch ist, oder Packer wie Dogo Argentino, Presa, American Bulldog da draußen geben, der das nicht tut. Auch der Großteil kämpft auf die schrecklichste Art und Weise in der Hundewelt. Ich möchte auf keinen unverträglichen Streuner da draußen treffen, egal wie groß und wie schwer der ist. Aber diese Hundetypen sind die letzten, auf welche ich mit Vito treffen möchte. Diese Hunde fighten schrecklicher, als andere Hunde das tun. Auch wenn sie overpowered werden von größeren, schwereren Hunden, wie Herdenschutzhunden etc., können sie in einer Position, in der sie am Unterliegen sind, in welcher andere Hunde ans Aufgeben denken, noch immer schwerste Verletzungen zufügen. Das wird schon oft geschehen sein. Das brachte den Stein ins Rollen. Das ist meine Meinung. Der Rest wurde ausgeschmückt von Medien, von Hörensagen und so weiter. Also, ich verurteile Menschen nicht, wenn sie sich vor Bullterriern oder diversen Molosserrassen fürchten. Zu verurteilen ist, alle in einen Topf zu werfen, ja, vorzuverurteilen. Das sehe ich als nicht richtig oder als den nicht richtigen Weg an. Nochmal, ich weiß, was mein Hund kann, ich weiß, dass er sehr wehrhaft ist und ich hätte auch keine Angst, wenn er von einem Rottweiler überfallen werden würde. Ich glaube, da würde er gar nicht mal so schlecht aussehen. Doch ich würde mich wirklich davor fürchten, auf einen streunenden, nicht verträglichen Hund dieser Typen zu treffen, von welchen ich gerade gesprochen habe. Da die, wenn es wirklich passt, die schrecklichsten Fighter in der Hundewelt sind. Und das, sage ich mal, ist einer der Hauptgründe, weshalb sie auch so einen schlechten Ruf haben. Um nun mal alle Menschen anzusprechen, die überzeugt sind von der Herzlichkeit ihres Bullterriers,
egal welcher Rasse oder ihres Molossers, ich bin da voll bei Ihnen, ich weiß, dass diese Hunde die herzlichsten Hunde der Welt sein können. Ich weiß das. Ich habe unzählige American Staffs, Standard Bull Terrier, auch Molosser getroffen, die ein derartig herzliches Wesen an den Tag legten, ja, wo selbst ein Golden Retriever nur ganz schwer rankommt. Ich weiß das, aber es gibt auch die anderen. Und wenn man auf solch einen anderen trifft, dann steht man im Fall der Fälle eines Konfliktes der Hunde vor vierbeinigen Monstern. Ich weiß das. Ich habe es gesehen. Ich weiß das. Das ist meine Meinung. Ja. Doch haben diese Hunde es verdient, von den Medien derartig zerrissen zu werden? Die Hunde sind nicht schuld. Die Hunde wurden dafür gemacht, sind aber genauso dafür geeignet, in völlig andere Richtung gelenkt zu werden. Und das ist auch immer der Grund, warum ich in einigen meiner letzten Videos häufig gesagt habe, diese Hunde sollten grün erzogen werden. Gelb liegt ihnen nicht, rot liegt ihnen, aber rot sind sie nicht mehr führbar. Also ich glaube, dass die Urangst vor diesen Hunden daraus resultiert, das ist meine Meinung. Ja, liebe Zuseher, besonders gerichtet an Menschen, die zum ersten Mal damit liebäugeln, sich einen Bull Terrier oder Molosser nach Hause zu holen. Bitte, bitte und nochmal bitte, bedenken Sie, als Besitzer solcher Hunde können Dinge wie für solche Hunderassen besonders zu erfüllende Auflagen schnell Ihr kleinstes Problem werden, wenn Ihr Rücken nicht breit genug ist. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's schon wieder.